Ich genieße es richtig im Moment, wie ich spiele. Ich hole nicht meine Freude nur vom Fußball. Und ich sehe mich selber nicht nur als Felix, der Fußballer. So, und dann ruft er dich morgens an und sagt, tut mir leid, wir nehmen den Odonko mit, weil wir brauchen einen Offensiven mehr. So, das war schon richtig hart. Und dann ist auch erstmal was zusammengebrochen. Ich wünsche mir das, aber man muss sich das auch verdienen. Und ich glaube, in dieser Phase habe ich das einfach nicht. Ein großes Ziel ist einfach, Charakter zu verbessern jedes Jahr. Ein besseren Mensch werden. Buenas noches aus Marbella und unserem kleinen gemütlichen Hotelwohnzimmer hier. Warum betone ich das so? Für diejenigen, die uns jetzt nur quasi auf der Audiospur hören, den Podcast, die Info, diese Episode gibt es auch als Video bei YouTube. Könnt ihr also auch nicht nur reinhören, sondern auch reinschauen. Und dann seht ihr, dass ich natürlich nicht alleine sitze hier, sondern zusammen mit Patrick Omoyela, mit dem ich so ein bisschen zusammen hier durchführe. Und natürlich wir freuen uns sehr über Felix Metscher. Erstmal schön, dass ihr hier seid. Und nicht nur an euch beide, auch an euch natürlich da draußen erstmal frohes neues Jahr oder Happy New Year. Das muss ich nämlich dich fragen. Ich habe da auch bei Social Media so ein bisschen was gesehen. Lieber Happy New Year oder frohes neues Jahr? Beides gut. Beides gut? Ja. Also ich habe die letzten Tage mehr frohes neues Jahr gesagt. Aber Happy New Year ist auch gut. Und wenn du postest du sowas? Hast du ja, mehrmals auf Englisch. Dann ist auf Englisch. Ja. Bei mir genauso. Wir müssen uns noch kurz so ein bisschen mal, wo sind wir hier? Weil es ist ein bisschen neu. Diejenigen, die schon so ein bisschen uns verfolgen, seit Jahren wissen, ja, Marbella, da sind sie häufiger. Aber der Raum ist unbekannt, dass wir auch im Hotelzimmer sind, hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass wie gesagt, die Lobby unter Wasser steht, dass das Wetter jetzt auch anders ist. Also es ist vieles neu in diesem Jahr. Es ist vieles neu. Vor allem das Hotel, in dem wir sonst sind, wird komplett renoviert. Ja. Deshalb sind wir in einem anderen Hotel. Da ist es, ich würde jetzt mal sagen, logistisch ein bisschen komplexer, als wir das gewohnt sind aus den anderen Jahren. Auch die Zimmer, das können wir jetzt alles nicht zeigen, aber es ist doch sehr verschachtelt und trotzdem finden wir einen Platz, um solche Dinge dann zu machen. Aber du warst sehr zufrieden, das hast du uns eben schon mitgeteilt. Mit dem ja, also mein Zimmer ist ein bisschen anders als hier, aber es natürlich, ein bisschen besser. Ja, unser Zimmer ist schon gut, muss man sagen. Ja. Aber jetzt muss ich überlegen, du warst dann ja auch schon mal in Marbella in dem alten Hotel und ist nicht dann trotzdem, weil wir sind hier, muss man sagen, so in den, deswegen heißt es ja auch Los Montañas, wir sind in den Bergen hier, fehlt nicht doch so ein bisschen der Strand? Dass man mal wirklich, also das fand ich halt immer so, das war das Highlight, dass du vom Hotel Fenster auf oder auch dann nur eine Treppenstufe runter, dann warst du am Strand. Fehlt das nicht doch? Genau wie das Wetter natürlich. Also, wir können es jetzt eh nicht machen, weil es ist nur am Regnen hier. Das wäre jetzt eh kein Thema, aber das ist eine gute ich würde Frage. Sagen, sogar mehr Wetter als Strand. Ja. Weil wir durften sowieso nicht so viel rausgehen. Richtig. Und so. Aber Sonne fehlt definitiv dieses Mal. Das ist Wahnsinn. Ja. Also auch da nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich hier selber im Trainingslager war, aber auch danach mit. Und ich glaube, ich habe insgesamt 5 Regentage oder so erlebt in all den Jahren gefühlt. Und jetzt ist es ja, also es regnet Hunde und Katzen, wie man so schön sagt. Also das ist schon heftig. Das ist schon nicht so schön. Aber generell trotzdem froh, also kann auch jetzt bei beide Ex-Profis, also beide Profi und Ex-Profi gefragt, trotzdem froh über so ein Trainingslager, weil das ist natürlich auch jetzt ein sehr, sehr kurzes. Wir spielen schon sehr schnell wieder gegen Frankfurt. Kann man ja sagen, okay, man kann ja vielleicht auch eine Woche in Deutschland trainieren. Gut, da ist glaube ich gerade Schnee. Vielleicht auch nicht viel besser. Ja. Trotzdem, dieser Tapetenwechsel mal gut? Ja, schon. Ich glaube auch einfach für deinen Kopf, du gehst ein bisschen weg, bisschen wärmer. Und dann geht's halt am Freitag los. Ja, ist auch für den Fokus. Ne? Also du nimmst dich aus diesem normalen Alltagsumfeld raus. Vielleicht der ein oder andere hat Kinder zu Hause, die wollen Aufmerksamkeit, die Partnerin und so weiter. Und du willst ja in dieser kurzen Zeit so fokussiert und so effektiv wie möglich arbeiten. Und dafür ist es dann schon besser zu sagen, okay, man ist wirklich den ganzen Tag nur BVB, nur bei sich und kann sich da voll drauf konzentrieren. Deswegen machen Trainingslager schon Sinn und erst recht, wenn es so eine kurze Vorbereitung ist quasi. Wir wollen auf jeden Fall, das ist so ein Klassiker am Anfang des Jahres, mal zurückzublicken auf das vergangene Jahr, aber auch natürlich auch voraus auf das kommende Jahr. Vorher würde ich aber auch gerne von euch beiden noch wissen, weil klar, die Feiertage sind jetzt gerade rum. Wie habt ihr denn die Feiertage verbracht?
Also bei mir schnell erzählt, ich war zu Hause. Das ist eine der ersten Jahre jetzt, wo ich nicht irgendwie in Skiurlaub gefahren bin nach Weihnachten, um Neujahr irgendwie in den Bergen zu verbringen, sondern war wirklich in Dortmund und habe da Familienzeit verbracht. Ich war das ganze Jahr so viel auf Reisen, dass ich keine Lust auf Hotel, keine Lust auf Flugzeug, Koffer packen und war zu Hause. Also das war es bei mir, aber ich weiß nicht, was du so gemacht hast. Ja, bei mir war es auch sehr simpel eigentlich. Ich war für Weihnachten in Manchester, dann da ein paar Tage, dann London ein paar Tage und dann das neues Jahr habe ich in Düsseldorf verbracht, ja, in meiner Kirche da. Ja. Dann auch in England gewesen wegen dein Bruder spielt ja, muss man sagen, mittlerweile bei Leeds. Die haben jetzt zwar keinen Boxing Day mehr, aber der hat dann, glaube ich, der war verletzt, hat aber, glaube ich, am 28. dann wieder auch gespielt. Ja, ich glaube, er war für ein Spiel verletzt oder so. Ja. Und dann hat er wieder gespielt, aber das war auswärts. Okay, aber das heißt, ihr habt dann... Wir haben uns gesehen. Doch, das schon. Also okay, Weihnachten das ist schon war wichtig. da. Ja. Ja. Die ganze Familie waren da. Cool. Gut, aber Neujahr nicht, weil da hat er wieder gespielt. Ja. Ne? Liverpool. Ja, Liverpool. genau. Ja. Okay. Ja, ist schon ein ungewöhnliches, für mich zumindest. Ich meine, du kennst das ja ein bisschen, aber so, dass man da spielt zwischen den Jahren, wie wir so schön sagen, und auch an Neujahr, ist schon auch heftig. Was magst denn du eigentlich lieber? So ein bisschen Pause oder keep on going? What's going on? Sind Challenges auf den anderen Zimmern, falls man das gehört hat. Da hat sich irgendjemand über irgendwas gefreut gerade. Carney ist, glaube ich, nebenan. Okay. Carney und das könnte sein. Joe sind nebenan. Dann wird's das macht Sinn. Nee, aber sag mal, was magst du lieber? Durchspielen, weil vielleicht ist man gerade so im Rhythmus oder doch mal bisschen... Schwierig zu sagen, weil ich habe das noch nicht gehabt. Okay. Ja, aber ich finde es schon schön, dass man eine Pause kriegt. Ja. Dann hat man auch natürlich mehr Energie, wenn man zurückkommt. Aber ich könnte auch sehen, warum das andere auch gut sein könnte, weil man verliert nicht diesen Flow halt. Aber ich habe die Pause genossen. Ja. Nach einem Jahr, und ich weiß, man soll immer eher lieber nach vorne schauen, aber ich glaube, es lohnt sich auch bei dir mal zurückzuschauen, weil es, glaube ich, ein sehr herausforderndes, spannendes Jahr für dich war. Wir wollen auf einzelne Details nochmal nachher eingehen, aber erstmal ganz allgemein, wie würde dein persönliches Fazit des Jahres 2025 ausfallen? Ja, es ist sehr viel passiert. Natürlich, letzte Saison hatte ich diese Phase, wo ich verletzt war. Und das war halt sehr schwierig, weil wir waren in einer schwierigen Phase. Und dann war es eigentlich perfekt für mich, wie ich sehr schnell wieder in der Startelf war, nach einem Spiel, als ich zurückgekommen bin. Und dann hatten wir halt diese Phase, wo wir, ich glaube, 10 Spiele oder so hintereinander gewonnen haben. Und auch Champions League wieder erreicht haben. Und dann ins neue Jahr einfach, und dazwischen auch noch Nazio, was gut war für mich. Und dann Club World Cup war auch komplett anders da in Amerika, aber war auch schön. Und dann diese Saison freue ich mich einfach. Es läuft gut. Ich genieße die Zeit und ist gut. Aber das klingt ja extrem positiv, aber es war ja dann doch wirklich auch challenging, ne? Mit der Verletzung, Trainerwechsel, weil es eben gar nicht lief zu Beginn des Jahres. Und weil du es auch angesprochen hast, du hast gesagt, ich muss das mal zitieren, was du gesagt hast. Ich glaube, bei Instagram hast du es gesagt. The injury shaped me in ways I've never expected. Was genau meinst du damit? Ich glaube, wenn man durch diese Phasen geht, gibt es immer viel, das in einem Kopf passiert halt. Und einfach, wie gefühlt ich mental gewachsen bin in dieser Zeit, weil ich trainiere das auch. Und ist nicht einfach, wenn man nicht spielt und man sieht die Mannschaft und sieht, dass es nicht so gut läuft. Und dann auch einfach mental jeden Tag zu pushen und auch zu sehen, weil ich hatte noch nie eine OP, zu sehen, wie man diese Schritte auch in der Reha machen kann und dann wie schnell es auch gegangen ist. Das war auch einfach mit meinem Charakter und so. Es gab vieles, wo ich gewachsen bin und dann war ich einfach danach direkt wieder ready, in die Mannschaft zu gehen. Da man jetzt nachgehakt, würdest du dann rückblickend sagen, ist in der Zeit der Fußballer Felix Metscher mehr gewachsen oder der Mensch Felix Metscher? Ich würde sagen, mehr der Mensch,
aber auch Fußball, weil ich mache natürlich auch so Analysen von Spielen und so. Aber sehr viel der Mensch, würde ich sagen. Weil man hat halt mehr Zeit für sich selber. Man ist nicht jeden Tag oder jeden dritten Tag im Spiel. Also ja. Du analysierst dich selber. Interessant. Wenn wir es mal einfach machen, was würdest du denn für eine Note geben? Ich meine, es war ein sehr interessantes Jahr, fing nicht so toll an, aber dann wurde es richtig gut. Und jetzt bist du quasi, ich weiß nicht, ob du an deinem Peak bist. Ich glaube, da geht noch mehr, aber sehr, sehr solid. Gute Statistiken, 4 Tore, 2 Assists, Notendurchschnitt 2,96. Welche Schulnote würde Felix Metscher dich denn selber geben? Boah, schwierig zu sagen. Ich bin nicht so einer, der so viel das macht. Ich lasse das für die anderen, aber ich kann nur sagen, dass ich genieße es richtig im Moment, wie ich spiele. Ich fühle mich auch sehr gut, meinem Körper und so. Und jetzt zu sagen... Du musst es nicht, deswegen. Aber ich meine, wir genießen es auch, dass du in dieser Verfassung bist. Was ich so spannend fand, auf dem Weg hier hoch habe ich dich gefragt, so, und wie fühlst du dich? Weil ich mich immer erinnere, Trainingslager, alles tut weh. So gerade die ersten Tage, Beine tun weh, Füße tun weh. Ja, du kennst doch noch Stelko Buvac, hast du noch erlebt. Gut, da tat immer alles weh. Das tat wirklich immer alles weh. Und er sagt so, ey, ich fühle mich gut. Also mein Körper und alles ist nicht so, okay. Das ist ein anderes Level, was hier freigeschaltet wurde. Aber das ist gut zu sehen. Und macht natürlich auch Vorfreude auf die Rückrunde. Ich würde trotzdem mal versuchen, noch ein bisschen noch mal tiefer reinzugehen, weil du sagst, okay, Schulnote ist schwierig. Aber wenn wir jetzt mal so deine gesamte Zeit beim BVB ein Stück weit betrachten, da waren 2 Spielzeiten, wo du jeweils auch mal eine Verletzung hattest, wo aber auch, wenn wir so mal das Bild bei Medien, bei Fans hören, so Anspruch, so ist, oder also das, was er leistet, ist noch nicht genau das, wo er vielleicht eigentlich hin kann, was wir eigentlich so erwartet haben, so Anspruch und Erwartungshaltung. In diesem Jahr, wenn man so auch mal sich rumhört, ist, also ohne dir jetzt wirklich Honig um den Bart schmieren zu wollen, Felix Metscher vielleicht der wichtigste Spieler, der beste Spieler, den wir aktuell im Kader haben. Wie nimmst du diese Saison im Vergleich, oder wie hast du diese anderen beiden Saisons auch für dich gesehen? Ich sehe die ganzen Saisons, die ich bis jetzt hatte, als gut, weil für mich ist das nicht immer nur, was Leute sagen, aber wie ich wachse, weil ich weiß, das ist ein Journey für mich. Ich weiß, dass nicht jedes Spiel gut sein wird, nicht jede Phase in deiner Karriere wird gut sein, aber ich versuche nicht zu viel Fokus zu haben auf, was Leute immer sagen. Ist natürlich schön, wenn die gute Sachen sagen, aber ich fand, das erste Jahr war gut für mich, weil ich habe dieses höheres Level mehr kennengelernt. Natürlich war es auch mit der Verletzung nicht easy, aber dadurch bin ich auch viel gewachsen, mental, auch dann Körper. Und dann das zweite Jahr war eigentlich richtig gut für mich auch. Ich hatte einfach jetzt jedes Jahr das Gefühl, dass ich mich verbessere. Jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass ich werde jetzt mehr und mehr bewusst und dann ist halt schön, wenn es gut läuft. Aber nochmal trotzdem, weil ich habe, also das sage ich jetzt auch persönlich, ich finde diesen Sprung, den du dieses Jahr gemacht hast, der ist noch mal eklatanter. Also diese Präsenz, diese Ausstrahlung auf dem Platz. Und das mache ich jetzt nicht nur daran fest, dass du natürlich Tore machst, Assists lieferst. Hast du eine Erklärung, warum du auf diesem BVB-Spiel mehr noch deinen Stempel aufdrücken kannst? Ich glaube, auch sogar seit letzter Saison, wo ich wieder in die Startelf gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass, jetzt in meinem Kopf auch, ich sehe mich selber als Leitungsspieler und das macht auch was aus, einfach mental. Dann hat man mehr Erwartung von sich selber und durch die Jahre kennt man auch die Spieler besser, was für Pässe man spielen soll, zu welchen Spieler. Und ich glaube, das macht schon viel aus, wenn es so diesen Switch auch in diese Richtung gibt. War das vielleicht auch am Anfang, ich meine, du bist hergekommen, es war kein allzu kleines Ticket, viel Erwartung. Das ist ja auch
Das ist ja auch Gewicht, was man mit sich rumschleppt. Und dann war es so, dass du vielleicht physisch noch gar nicht so fit warst, immer wieder kleine Rückschläge und so weiter. Und so. Wie schwer war das mental, da durchzukommen? Und war das vielleicht irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein Körper, ja, Verletzung war da, immer wieder was, aber jetzt fühle ich mich physisch sofort da und zack, next level unlocked. Ja, das macht halt viel aus, wenn man physisch besser ist, wenn man fit ist. Und für mich mental war das eine sehr schöne Phase, weil für mich, ich bin einer, ich hole nicht meine Freude nur vom Fußball. Und ich sehe mich selber nicht nur als Felix, der Fußballer. Und ich glaube, weil meine Identität nicht zu fest im Fußball ist, hatte ich immer noch diese Freude, diese Ruhe in dieser Zeit. Und das hat mich, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen. Und ja, dann, wenn man mehr spielt, mehr Fitness hat, dann kriegt man auch dieses Rhythmus, dann hat man mehr Selbstbewusstsein in sich selber. Und dann geht es einfach besser und besser. Ja. Dann lass mich abschließend noch als letzte Frage rückblickend fragen, was hat dir denn abseits des Fußballs die meiste Freude bereitet im vergangenen Jahr? Für mich ist das meine Beziehung mit Gott. Mit Gott und ja, seine Gegenwart bringt mir so viel Freude und davon kriege ich auch diese Stärke, um einfach weiter und weiter zu machen. Ja. Dann lass uns nach vorne blicken. Und wenn wir über das Jahr 2026 sprechen, dann müssen wir über eine Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Und da würde mich vor allem als erstes von euch beiden mal interessieren, also erstmal auch an dich, was sind denn deine ersten Erinnerungen an eine Fußball-Weltmeisterschaft? Welches war die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die du wahrgenommen hast? Ich glaube, 2010 war das, wo ich das richtig wahrgenommen habe. Südafrika? Ja. Und auch einfach dieses erste Tor, wo die das Tor geschossen haben, dieser Tanz gemacht haben. Südafrika, wo die so Das war diese Vuvuzela-Geschichte immer noch so. Ja. Steht. Und die haben die das Eröffnungsspiel haben die doch 1-0 auch gewonnen, glaube ich. Ja, ich glaube, das war das. Ja, okay. Ja. 2010, da musst du jetzt, aber jetzt gehe ich mal ein bisschen, du warst dann in England. Ja. Der kleine Felix, 10 Jahre, ja noch nicht ganz 9, du bist dann erst 10 geworden, also 9 Jahre bist du gewesen? Ich war 8, als wir umgezogen. Genau, aber bei der Weltmeisterschaft. 2010. Oh, 2010. Dann bist du 10 geworden. Ja, also ich war 9 Jahre. Du warst 9 Jahre, genau. Ja. Hast in England gelebt. Für wen hast du denn da, also hast du einfach nur Fußball geschaut, weil du Fußball schauen wolltest, oder warst du für England, vielleicht schon für Deutschland, vielleicht auch Nigeria? Ich würde sagen, Nigeria gibt es auch. Super Also, Eagles. Ich würde sagen, ich glaube, aber ich kann mich nicht so gut erinnern, ich glaube Nigeria. Weil ich kann mich erinnern, das erste Trikot, das ich hatte, war ein Nigeria-Trikot von meinem Vater. Und das hatte ich halt immer. Aber ich glaube, ich war auch nicht so richtig Fan in dieser Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, wenn, dann entweder Deutschland oder Nigeria war es. Ja. England wäre auch blöd gewesen, weil die haben 4-2 gegen uns verloren im Achtelfinale. Das ist interessant. Also, Wie war es bei dir? ist ähnlich. Also ich weiß nicht, ob es wann war das? Warte mal, was haben wir denn? Wann waren die? Rund um die 90er? Wann waren 90, Italien, das war meine erste. die? Ja, ich glaube Du bist- sogar 86. 86. War das Hand Gottes? War das Ja, war 86? 86. Das war so, ja, I'm an old dude. Die hab ich nicht. Aber Ich zwei meine, Jahre, da nur zwei war ich Jahre. sie 6 in dem Jahr. Aber ich kann mich daran erinnern, dass da Wow, einer war, der krass. mit der Hand ein Tor gemacht hat. Das Also, okay. weiß ich noch. Klar, 90 erinnere ich mich natürlich auch noch dran. Aber ich war auch damals ja noch gar nicht so richtig Fußballfan. Auch, das war nicht so meine Number-One-Leidenschaft. Aber ich muss sagen, wann war USA? 94. 94. Da war ich dann so richtig dabei. Und da war ich aber auch, und das ist ähnlich, dann so eher Nigeria. Ja, das war aber noch die Zeit, 94 war gerade hier die super, da haben sie richtig Die abgeliefert. waren ja, ja. überragend. Wow. Und ich Ja. habe so durch meinen Vater auch so natürlich diesen Background. Und dann, das war die Trikots, dieses Grün, das war alles irgendwie ein bisschen cooler und ein bisschen anders. Und das habe ich total gefeiert. Und ich sage bis heute, sie wurden echt betrogen. Was war das? Achtelfinale gegen Italien, glaube ich, oder so. Hat Italien, glaube ich, einen Elfmeter bekommen. Der war lächerlich. Ich glaube, Roberto Baggio oder so wurde angerempelt, ist umgefallen, weil er eben physisch nicht stark genug war. Egal. Aber
das war sind so, am Ende bestraft worden, Italiener dafür wahrscheinlich. Genau, ich sag nur, deswegen. das war, da war ich so richtig auch für Nigeria und Super Eagles-Fan. Stark. Dann nochmal zurück, aber du hast gesagt, du warst noch nicht so richtig mit Fußball, aber du warst Fußballer. Ist man da, wahrscheinlich hast du mit deinem Bruder zusammen auch Weltmeisterschaft geguckt, ist das dann wirklich so, Mensch, ist diese Fußball-Weltmeisterschaft, ist das auch schon da, wo du sagst, boah, das wäre mal ein Traum, wenn ich auch mal, weil irgendwie will ja jeder Junge mal bei einer Weltmeisterschaft spielen, oder? Ja, definitiv. Das ist halt, ich würde sagen, das Größte, was man gewinnen kann. Und ja, man hat definitiv diese Träume, als man jung war, dass einen Tag werde ich das spielen, will ich das spielen. Ja, Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, und das kommt ja vielleicht auch noch, ist ja alles möglich, in greifbarer Nähe. Diesen Traum hatte ich halt nie und trotzdem war er dann zum Greifen nah, 2006, als ich, oder bis zum Nominierungstag zumindest noch Teil der Nationalmannschaft war. Dann auch noch eine WM im eigenen Land. Das war eigentlich großartig und trotzdem hatte ich gar nicht so diese, wie man sich das heute vorstellt, und das will ich dich gleich vor allen Dingen auch fragen, so in dem Jahr darauf hin, in der Saison darauf hin, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass am Ende dieser Saison dann so ein Turnier steht. Obwohl es das Thema war in Deutschland. Ja, aber es war so für mich, ich habe jedes Spiel genossen, ich habe das bei Werder Bremen damals, es lief und ich habe ich hatte auch nicht den Zweifel, dass es gar nicht klappen kann. So. Also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es war für mich einfach, Fußball war in dem Jahr wirklich eigentlich nur Spaß. Und das würde ich dich gerne fragen. Hast du sowas im Kopf? Wie geht man in so ein letztes halbes Jahr, wenn man denkt, ich muss oder ich will unbedingt im Sommer dabei sein? Ist das extra Pressure? Ist das extra Motivation? Oder ist das, bloß nicht verletzen? Also wie gehst du daran? nee, ich würde sagen, mit Verletzen überhaupt nicht. Aber definitiv eine extra Motivation, würde ich sagen. Weil das natürlich ein klares Ziel. Und ja, ich versuche einfach Spiel bei Spiel halt zu machen, aber das ist schon im Kopf als Ziel. Aber ich gehe jetzt nicht in jedes Spiel rein, boah, ich muss gut spielen wegen der WM. Das jetzt nicht, aber das wünscht man sich halt. Ja. Wenn jetzt, also kriegst du sowas mit, so Christoph Kramer hat ja auch dann schon ganz offen als sein Hot-Take gesagt, wenn der so weitermacht, dann ist er Stammspieler bei der WM und er meinte dich damit. Hast du das mitbekommen und wenn ja, macht das was mit dir oder versuchst du das auch bewusst auszublenden, dass du dir genau mit sowas eben nicht noch irgendwie vielleicht einen kleinen Rucksack auflädst? Ja, als Rucksack würde ich das jetzt nicht sehen. Man freut sich halt, wenn man so Sachen hört, aber ich packe jetzt auch nicht extra Druck auf mich selber. Ich versuche jetzt alles zu geben und hoffentlich wird das zustande kommen. Was würde das denn für dich bedeuten, wenn das am Ende so ist und du diese WM spielen darfst? Also, Boah, das ist schon sehr groß. ja. Sehr, sehr groß. Und ein Wunsch, ein Ziel. Dafür muss ich arbeiten und ja, hoffentlich kann ich es schaffen. Du hast ja schon, so ehrlich können wir auch sein, du warst schon vor der EM-Nationalspieler. Ich glaube, du hast auch im Interview mal ganz klar geäußert, dass natürlich auch eine Heim-EM von dir ein Traum gewesen ist. Wie groß war die Enttäuschung, nicht dabei gewesen zu sein? Und wie hast du diese Entscheidung am Ende des Tages für dich mal wieder auch genutzt? Also war es dann eher, ist es eher Wut, jetzt erst recht, vielleicht sogar auch eine Art Extra-Motivation? Wie bist du damit umgegangen? Ich glaube, es war in einer Phase, wo ich schon dachte, ja, ich wünsche mir das, aber man muss sich das auch verdienen. Und ich glaube, in dieser Phase habe ich das einfach nicht, klar zu sagen, aber man benutzt das halt als extra Motivation und auch ein extra Push, aber dadurch war ich jetzt nicht down oder so. Ich vertraue schon in Gottes Plan für mein Leben halt und benutze das einfach positiv. Ja. Fühlt es dir leicht, die Spiele anzuschauen? Oder war es eher... Ganz ehrlich. Du kannst ehrlich sein, ich kann von meiner Seite sagen, also 2006, ich bin geflüchtet, weil es war ja auch noch in Deutschland und ich bin in die USA, Basketball, habe
mit Fußball wollte ich erstmal nichts zu tun haben. Ich glaube, bis zum Achtelfinale. Okay, halt ganz kurz deinen Gedanken. Aber da muss ich jetzt noch mal nachfragen, weil du hast ja eben noch gesagt, so im Prinzip, du hast dich damit überhaupt nicht beschäftigt. Genau. Aber als es soweit war und die Entscheidung da war, du bist nicht dabei, war es dann schon. Also wir haben das Sommermärchen hast du nicht erlebt. Das war für mich kein Märchen tatsächlich. Es war eher ein Sommer-Albtraum. Also es war ja wirklich so, ich habe bis zum letzten Spieltag, da ging es auch noch mit Werder Bremen gegen HSV am letzten Spieltag um die direkte Qualifikation für die Champions League oder eben Qualifikation. Das gewinnen wir. Für mich war die Saison super am Ende. Und am nächsten Tag, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Morgen war Nominierungstag. Also mittags PK und vorher rufen sie an und sagen. Aber bis dahin war ich fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Deswegen habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Aber natürlich wollte ich das dann unbedingt spielen im eigenen Land, eine WM. So, und dann ruft er dich morgens an und sagt, tut mir leid, wir nehmen den Odonko mit, weil wir brauchen einen Offensiven mehr. So, das war schon richtig hart. Und dann ist auch erstmal was zusammengebrochen, muss ich sagen. Und für mich war das so, okay, ich kann jetzt nicht Fußball gucken, ich kann jetzt nicht nur jeden Tag die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten anmachen und es ist WM und deutsches Team und du bist nicht dabei. Deswegen bin ich halt weg. Und erst, wie gesagt, ich glaube, Achtelfinale war es, Argentinien oder so, oder Viertelfinale in Berlin, ich weiß nicht, welches Spiel Viertelfinale war. Viertelfinale. Da war das erste Mal, dann bin ich wieder zurückgekommen und war auch im Stadion, hab's geguckt und dann ging's auch. Und da habe ich mich auch gefreut und habe mitgefiebert, aber vorher wollte ich eigentlich nichts wissen, habe natürlich immer heimlich Ergebnisse gecheckt und so, okay, aber jetzt das noch mal kann man auch halt verstehen. Ja, aber wie war das bei dir? War das, ich guck oder... Nee, es war schon, ich will schon, dass die gewinnen. Ja. Und dann war es halt schade, weil die haben eine richtig, richtig gute EM gemacht, würde ich sagen. Und dann halt gegen Spanien, dieses Ding war auch sehr, sehr nervig. Kuckuck. Verstehe ich auch jetzt nicht bis jetzt. Aber es ist interessant, wie man damit umgeht. Ich glaube, war es nicht Mats Hummels auch, der war in irgendeinem Jahr, wir waren auf irgendeiner Reise und da lief die WM und er hat sich wirklich andersrum hingesetzt. Er wollte nicht gucken. Also ich weiß nicht, welche Reise, aber bei irgendeinem Turnier. Und er war dann nicht dabei, obwohl alle gesagt haben, der muss mitfahren und so. Ich erinnere mich noch, ich glaube, jetzt kann ich das auch sagen, 2014 war die Weltmeisterschaft dann auch gerade, als es dann Richtung Halbfinale ging, da war schon wieder die Vorbereitung. Da waren wir im BVB in Kirchberg. Schmelle oder? Ja, und dann es gab natürlich, das war eine Zeit, wo wir mit Sven Bender, Marcel Schmelzer, brauchen wir nicht drüber reden, zwei Jungs gehabt hätten, die es sowas von auch verdient gehabt hätten in der Nationalmannschaft. Ja. Und du hast aber da auch gemerkt, denen fällt das richtig schwer und das steckt aber auch dann so einen ganzen Verein an. Also es war auch so, ich will nicht sagen, dass wir hier solidarisch waren, aber es war so, dieses 7:1 gegen Brasilien, das hat jetzt nicht in ganz Kirchberg riesige Jubelströme ausgelöst. Ja. Und ich glaube, das muss man dann auch einfach auch verstehen, weil dafür ist man wahrscheinlich auch Sportler. Kann man keinem böse sein. Genau. Aber das ist ja ein guter Weg, wenn man sagt, nee, ich gucke und ich will, dass die gewinnen. Ich hatte damit meine Probleme, bin ich ganz ehrlich. Also nicht, dass ich denen nicht irgendwas gegönnt hätte, aber irgendwo tief in mir drin war das doch auch so ein bisschen, also wenn die jetzt Weltmeister werden, ne? Dann, ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte, wenn die am Ende tatsächlich aber anderes Thema. Es geht hier nicht um mich, ich will über Felix reden und über positive Dinge. Ja. Was glaubst du, musst du mehr machen oder musst du das Gleiche machen, damit er am Ende, der Nagelsmann, keine andere Chance hat, als dich mitzunehmen? Also zuerst das Gleiche machen. Es gibt natürlich immer Punkte, die man verbessern kann. Und das versuche ich auch so viel wie möglich zu machen. Aber ja, mein Ziel ist, fit zu bleiben, weiter zu spielen, hoffentlich gut zu spielen und dann werden wir sehen. Ist ja schon die perfekte Brücke jetzt eigentlich, weil fit zu bleiben, das kommt halt nur über die Zeit beim BVB. Ja, weil bis zur WM ist erstmal noch Borussia Dortmund, Bundesliga, Champions League. Wie sehen da die Ziele aus? Natürlich sowohl als Mannschaft, aber natürlich auch für dich persönlich. Ja, als Mannschaft halt, ich glaube, wir sind alle froh, dass wir als Zweiten in die Pause reingegangen sind. Aber ich glaube, es gibt definitiv Raum nach oben. Wir wissen das auch. Wir wissen, wie viel Qualität wir in unserem Kader haben und ja, wir müssen einfach so gut wie möglich jedes Spiel spielen. Und dann haben wir auch eine Riesenchance in der Champions League halt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
aber müssen weitermachen. Und für mich, wie ich gesagt habe, ich will einfach Spiel bei Spiel besser werden und die Mannschaft helfen. Jetzt haben sie uns auf jeden Fall schon den Stecker gezogen, weil wir draußen noch eine Lampe. Also ist vielleicht das erste Zeichen, dass wir auch so langsam zum Ende kommen sollen. Aber auch da nochmal konkret nachgefragt. Weil du sagst, wir wissen, dass wir noch Raum zur Verbesserung haben. Weil wir jetzt im Trainingslager ist immer eine gute Möglichkeit, auch sowas zu verbessern. Wo siehst du denn bei euch noch konkret Verbesserungsbedarf? Außer, sage ich jetzt mal, nicht immer noch in der 90. Ausgleich zu kassieren. Ich glaube, ja. Also wir wollen schon konkreter Sieger haben in ein paar Spielen, wo wir einfach früher das Spiel killen können, dass nicht jedes Spiel deine maximale, also natürlich gibt man alles im Spiel, aber wenn man 3-0 vor ist mit 20 Minuten, ist anders als du bist 1-0 vor und dann musst du immer noch komplett da sein, also ja, und das wollen wir, glaube ich, mehr haben. Und dann halt, ja, wie du gesagt hast, weniger am Ende Tor kassieren. Ja, Ja, das war schon bitter. Ich meine, wenn man nur daran denkt, die Spiele, die so spät noch unentschieden wurden oder so, Ja. wie viele Punkte das gewesen wäre. Aber ey, das ist, ja. sehr nervend. Es ist nervend, aber das ist können wir halt aber auch verbessern. das Positive, wie du immer sagst. Und ich mag diese Herangehensweise. Klar ist das doof, aber man weiß, man kann da noch was verbessern. Und dann läuft es eben noch besser. Und dafür geht man trotzdem als Zweiter in die Winterpause. Man geht in die Champions League höchstwahrscheinlich, und ich bin eigentlich ziemlich sicher, in die K.O.-Phase. Vielleicht sogar ohne diese Playoff-Spiele. Und das ist alles eine gute Saison. Also ja, es hätte noch viel besser sein können, aber ich glaube, da war auch sehr, sehr viel Kritik da, weil die Erwartungen eben auch so hoch sind an diese Truppe. Ja, also ich glaube schon, dass so ein Phänomen, dass der BVB schlechter gemacht wird, Als er wirklich ist. Ja. Ich finde es halt nur wichtig, und das sagst du auch, dass man sich trotzdem nicht selbst in die Tasche lügt und in die Richtung, hey, wir haben ja nur ein Spiel verloren, weil du sagst auch, da waren zu viele Unentschieden dabei. Da brauchen wir nicht drüber. Und das ist halt auch wichtig, dass die ruhig labern, solange ihr selbstkritisch genug seid, zu sagen, ey, da ist doch Raum zum Improvement, dann Vollgas. Ja. Das habe ich rausgehört. Ja, man muss halt auch immer Kontext nehmen, weil letztes Jahr, bei dieser Zeit war es auch komplett anders. Ne? Also wir müssen uns schon freuen, aber auch immer noch diese Ziele haben und ja, hart arbeiten dafür. Sehr gut. Dann Schlusspunkt. Ich weiß gar nicht, ob man das macht. Neues Jahr, Vorsätze. Macht ihr sowas? Habt ihr Neujahrsvorsätze, die man schon wieder nach der ersten Woche dann bricht? Eben, ne. Also ich nicht. Das hatte ich auch immer mal. Ich will dieses Jahr das mehr. Es gibt eher so kleine Sachen, wo ich sage, ich würde gern dieses Jahr mal dahin reisen, weil da war ich noch nicht. Und das nehme ich mir vor. Also so Sachen, die ich, aber nicht, ich will, keine Ahnung, jetzt jeden Tag Sport machen. Das will ich eh. Also das wollte ich auch im September, im Oktober, November und im Dezember habe ich sogar fast gemacht. Und das ist jetzt kein Neujahrsvorsatz, sondern das will ich beibehalten. Aber das muss ich mir nicht am 31. oder am 1.1. Wünschen oder vornehmen, sondern nee, ich habe dieses Jahr, möchte ich gerne ein paar Urlaubsorte erreichen oder erkunden, die ich noch nicht kenne. Aber ich habe keine Neujahrsvorsätze mehr. Boah, ich würde einfach sagen, ich habe Ziele für das Jahr. Verschiedene Ziele, aber... Die darfst du gerne nennen jetzt. Boah, alle nennen jetzt. Wie viel Zeit haben wir? Ich weiß nicht, wie lange die Liste ist, aber mach die Top 3, keine Ahnung. Boah, also für mich selber ein großes Ziel ist einfach, Charakter zu verbessern jedes Jahr. Ein besseren Mensch werden. Und natürlich WM. Und dann eine sehr gute zweite Hälfte von der Saison. Ja. Das ist ein schönes Ziel. Das waren nicht alle, aber Nein. das war Ich würde mir für dich noch auf jeden Fall Gesundheit, weil ich glaube, das ist generell das Wichtigste. Ja. Naja, und das hast du auch also auf dem Weg, du hast gesagt, auf dem Weg hoch gesagt, ich fühle mich fit. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du auch mal dann komplett fit durch die Saison kommst. Das wünschen wir dir, wünschen wir natürlich allen. Ja. Vielen Dank für die Zeit. Alles Gute. Möge es eine sehr, sehr lange Saison für dich noch werden.
Danke. 2026. Ganz kurze Sommerpause wünsche ich dir. Genau. Wenig Urlaub. Wenig Urlaub wünschen wir dir. Danke. Oh, natürlich auch dir vielen Dank. Ja, gerne. Und euch danke fürs Zuhören oder danke fürs Zusehen. Her BVB.